Bin ich schon im Bild? Guten Morgen zusammen. Heute sind wir mal wieder auf dem Weg zum Caravansalon. Das ist tatsächlich schon ein Jahr her, dass wir zum ersten Mal dort waren. Und damals wussten wir gar nicht, was uns da erwartet. Und wir freuen uns heute schon auf einen ganz tollen Tag. Wir stehen jetzt hier an der Bahn, haben 7:35 Uhr und um 10 Uhr geht's los. Wir nehmen euch mit heute, ja? Los geht's! Wir sind angekommen, eine Stunde später und wir stehen hier in der Halle, warten bis die Tore öffnen um 10 Uhr. Wir werden starten mit Halle 13 und 14, Components and Technology, und schauen uns da erstmal um, was wir da vielleicht noch mitnehmen können. Ja, die Hallen sind hier alle belegt, also riesig groß, und es ist auch schon reger Betrieb. Ey, da bist du wieder. Ja, da sind wir wieder. Komm, wir machen das Format nochmal am Tisch. Schön im Hintergrund hier auf dem Caravansalon in Düsseldorf. So wie wir es genau vor einem Jahr gemacht haben. Genau, gleicher Hintergrund, aber an einer anderen Stelle dieses Mal aufgebaut. Und ja, wir sind jetzt schon durch 2 Hallen gegangen, haben uns so ein bisschen Technik angeguckt und haben ganz viel mit Solar und Navigation gesehen. Das waren, glaube ich, so die Trends, und Batterien, ne? Ja, also wir haben dieses Jahr, ein Jahr später, auf der Vorbereitung zu unserer Weltreise einen ganz anderen Blick bekommen. Also ich sag dir gleich mal mein Highlight so vom Messestand. Du hast es ja jetzt schon mal so ein bisschen angerissen, was deins vielleicht war. Navigation. Ist jetzt nicht unbedingt mein Highlight. Nee, ich glaube, die Highlights, die kommen hier tatsächlich noch. Wir haben ja jetzt die Technik angeguckt, das ist eher dein Part. Navigation vielleicht für mich am schönsten und am verständlichsten vor allen Dingen, weil ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus, und ich bin froh, dass Jürgen da so Interesse dran hat, sich mit diesen ganzen Dingen wie Solar und Batterie und so weiter zu beschäftigen. Ich habe jetzt aber heute anderes Interesse entwickelt. Und zwar habe ich gerade einen Stand gesehen, der uns mit nach Bhutan nehmen wird. Ich dachte, den Bratwurststand. Nein, kein Bratwurststand. Wir wollen ja nach Bhutan. Da kannst du nicht Ja. eben mal so an der Klingel klingeln und sagen, hier bin ich, schön, dass ihr da seid. Da müssen wir auch schon unter Umständen Sherpas oder erfahrene Reiseagenturen dann auch ansprechen, wie man überhaupt in dieses Land reinkommt. Ja? Ja, auf jeden Fall. Da gibt's hier einen Stand. Also wir sind jetzt hier auf so einem Art Reisemarkt angekommen. Da ist auch Park 4Night und Travel and Nature. Halle 7. Weiß nicht. Genau, Travel and Nature heißt die Halle, und hier sind ganz viele Anbieter von Campingplätzen und Stellplätzen und das ganze Programm weltweit. Genau, und dann kamen wir halt zu diesem Bhutan-Stand, und das fand ich bisher das Highlight, weil wir haben uns hier echt schon die Füße platt gelaufen. Und ja, jetzt geht's gleich weiter. Ja, dabei sind wir gerade mal 2 Stunden hier. Aber ist schon anstrengend, ne? Jeden Gang mal durchzugehen, weil man ja denkt, sonst verpasst man auch irgendwas. Ja, aber ich glaube, es ist ganz normal, dass man zum Teil die einfachsten Sachen gar nicht weiß, weil man da noch nicht angekommen ist. Und jetzt haben wir auf einmal ein Navigationssystem. Letztes Jahr war es Wasser. Ne? Jetzt haben wir auf einmal Strommanagement. Letztes Jahr war es Strom. Und letztes Jahr, das ist halt total witzig, das müssen wir euch unbedingt noch erzählen, da hatten wir noch gar kein Fahrzeug. Da waren wir echt noch so ein bisschen so hin und her gerissen, ob es nicht ein ganz anderes Fahrzeug als der Ford Bronco wird. Wobei, hatten wir uns da nicht schon entschieden? Da haben wir ja den Martin getroffen hier, den Vorbesitzer des Fahrzeugs. Und ich glaube, wir hatten uns schon mehr oder weniger entschieden. Wir hatten kein Fahrzeug. Das Fahrzeug haben wir erst im Januar bekommen. Ja, aber wir haben natürlich schon zugesagt. Was ist heute für ein Monat? August? Noch August? Das ist letzter Tag, letzter August, fast Ende des Spätsommers.
und heute fahren wir mit einem Ford Bronco über die Welt. Also es hat sich eigentlich alles geändert. Wir haben keine Wohnung mehr, wir haben kaum noch Klamotten, wir haben alles rausgehauen, inklusive einer riesen Computersammlung, was geht. Und ja, jetzt sitzen wir trotzdem noch hier und sind glücklich. Ja, wir sitzen noch hier, aber nicht mehr lange, weil in unter 30 Tagen geht's los mit unserer Reise und wir starten dann über Frankreich, Spanien und Portugal, fahren nach Marokko und kommen dann erst im nächsten Jahr wieder zurück nach Europa. Jetzt wird ja nächste Woche unsere Truma Gasheizung eingebaut. Wenn du jetzt nur noch eine einzige Sache umgebaut mitnehmen kannst, was muss an deiner Stelle oder in deinen Ideen jetzt noch unbedingt gemacht werden, bevor wir in 30 Tagen losfahren? Also ich habe gar keine Idee, was. Ich weiß nur, was sich ändern muss. Also wir müssen unbedingt noch ein bisschen mehr Ordnung reinkriegen in unseren Wagen, weil da sieht ganz schnell ganz furchtbar aus und man findet dann auch nichts mehr wieder. Also so ein Ordnungssystem. Ja, gebt uns mal ein paar Tipps in die Kommentare. Wie hält man Ordnung in einem Minimal-Setting? Wir haben ja viele Schränke, aber die sind zum Teil gar nicht ausgebaut. Also wäre Ausbauen ein guter Tipp für euch. Und ich glaube, was auch ein guter Tipp noch ist, was ich jetzt noch gesehen habe, wir haben immer noch viel zu viel mit an Bord. Also wir müssen auch noch mal ausmisten. Nicht nur ausbauen, sondern auch ausmisten. Also sie hatte eine Idee, ne? Was ist denn meine Idee? Was will ich denn unbedingt noch? Doch, ich weiß, was ich noch unbedingt gemacht haben möchte. Ich möchte unser altes Alpin-System rausschmeißen und da muss ein Apple CarPlay-System rein mit einer tollen Navigationslösung. Habt ihr vielleicht auch eine Idee für? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir haben so ein doppeltes Audiosystem. Wie hieß das nochmal? 2W, so von den Höheneinheiten oder so. Und das ist einfach in die Jahre gekommen. Da ist sogar noch ein CD-Player dahinter. Und das müssten wir mal ein bisschen modernisiert bekommen. Also am besten das Alpin-System raus, ein neues Alpin-System rein oder eins von Pioneer oder gibt's Blaupunkt noch? Keine Ahnung. Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Die gibt's schon ewig nicht mehr. Blaupunkt waren ja damals die Autoradios überhaupt. Naja, komm, jeder noch ein Schlusswort von der Messe. Das war ja jetzt eigentlich ganz schön erträglich jetzt hier mit dir. Also ich finde, wir müssen jetzt kein Schlusswort machen. Jeder ein Schlusswort. Noch mal eine kleine Nein, das wir wird sind noch unterwegs. Hallo, Ja. das ist ein Film wie beim letzten Mal auch und der andere Film ist ein anderer Film. Also ein Schlusswort für diesen Film. Am Tisch mit dem schönen Hintergrund. Ja, ich freue mich noch auf ein paar schöne Stunden hier auf der Messe, dass wir noch auch interessante Themen finden, die uns weiterhelfen können auf unserer Reise. Und ja, wir werden berichten. Ich freue mich auf eine Bratwurst. Tschüss.